Ja, moinsen. Ja, Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Grüezi. Heute mal mit 3 Engel für Paddy. Das hört sich gut an. Wir haben gedacht, wir übernehmen hier mal und auf ganz besonderen Wunsch unserer Zuschauer haben wir heute auch kurz die Brigitte dabei. Die muss natürlich gleich wieder los, weil sie hat ja einen Auftrag, das wissen wir ja alle. Sie muss ja gleich noch die AIDA verabschieden, standesgemäß. Und ich glaube, wenn sie hier pfeift, dann fliegen euch die Ohren weg. Deswegen haben wir gedacht, sie kommt heute mal hoch und begrüßt euch auch mal mit live. Und natürlich Schwester Hanse nicht zu vergessen, ne? Aber erstmal ist Brigitte dran. Hallihallo. Hallihallo. Schön, dass du da bist. Dankeschön, dass ich hochkommen durfte. Natürlich. Was erwartet uns heute von dir? Ganz viel Pfiff. Ganz Also- viel. Und ganz viel Lachen. Das finde ich in Ordnung, weil das haben wir ja lange nicht gehört Ja, oder gesehen. genau. Also insofern triffst du dich unten wieder mit deinen... Ja, mit Kreuzfahrtreporter Manuel. Genau. Dockland. Da sind wir gleich zusammen. Sehr schön. Ich denke mal, die Zuschauer freuen sich ganz toll auf dich. Schauen wir mal. Und ihr seid ja nachher am Dockland, ne? Also ihr müsst richtig Gas geben, damit wir das dann nachher auch hören, ne? Ja, ich werde es versuchen. Das ist doch super. Gut. So, Gut. was haben wir denn hier schon im Chat? Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben hier schon das Wurstbrot Inferno. Ist schon im 5. Monat dabei auf Twitch. Vielen Dank. So, Schwester Hansen, wie sieht's aus? Das rattert hier ganz viel. Ja, ich sorry, kann gar nicht ich muss hinterher erst mal die gucken. alten Augen Ein ganz liebe Grüße. Ich bin da. Ja, ich sage auch ganz liebe Grüße an alle. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, denn heute ist natürlich wieder AIDA-Tag und ich glaube, wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Das wird ziemlich gut. Also wir haben ein paar Fragen, ein paar Antworten und ihr könnt gerne wunderbar dabei sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja, ich würde mal sagen, Grüße an alle, die im Chat sind. Juhu! Anja wollte heute ja wieder unnützes AIDA-Wissen raushauen, ne? Da hat sie sich schon also richtig stabsmäßig vorbereitet. Also wenn ihr nachher mal lachen wollt, ne? Also wird schon passend sein. So, was ist denn hier jetzt noch mal bei YouTube passiert? Der liebe Mike sagt auch Ahoi und liebe Grüße von Hansi. Ja, vielen Dank. Was rattert so durch? Andi, unser Sattelschlepper, ist auch schon da mit Sappelwasser. Ja, Andi, das brauchen wir ja heute. Danke. Aber Sappelwasser ist alle. ich verrate es ja mal, Anja hatte ja schon Sappelwasser. Alle. Und Anja und die Bande aus Wasserburg ist auch dabei. Vielen Dank. Ja, wir sagen auch Dankeschön. Danke. Und du weißt ja auch, wer heute der Kapitän ist, heute auf der AIDA. Ja, Jens Janauschek ist noch drauf. Und was haben wir uns von ihm heute gewünscht? Vielleicht hört er uns, ja? Extra Drehung, vielleicht noch mit Kalibrieren vom Kompass. Ja, vielleicht haben wir ja mal Glück, aber ich glaube nicht. Und Disco-Beleuchtung für mich, Schwester Hansen, wäre sensationell. Und wenn er dann noch eine Flasche rüberwachsen lässt, Leute, ich bin hin und weg dann. Ja, cool. Ach, wie schön. Und Ja. der Paddy kann sich jetzt ganz schön seiner Technik hier widmen. Ne? Der filmt hier fein. schön für uns. Und wir machen hier ein bisschen Party. Wie sieht denn jetzt dein Zeitplan aus, Brigitte? Ja, ich bin verabredet in 6 Minuten. Soll ich dich denn mal runterbringen? Dann kann Ja. ja Paddy übernehmen. Ne? Und Genau, ich gehe dann kurz da und mache Genau. das, was ich... Genau. Ihr werdt's Dann- schon hören. Dann würde ich gleich mal das Mikro weitergeben hier an den Herrn in der blauen Jacke. Der darf das mal abnehmen. Der versteckt sich. Der hat Angst vor den 3 Damen vom Grill, ich sag's euch. Aber ihr verlasst mich jetzt. Moin, Und ihr Lieben. Ja, wir verlassen. Ist das komisch? Dann bringe ich die liebe Brigitte mal runter. Genau. Schön, dass du da warst. Ne? sehr schön. Gibt es denn gleich unten noch einen Abschiedspfiff? Ja, da, ich stelle mich dahin. Wirst mich nicht übersehen. Okay. Und überhört Versprochen. auch nicht. Überhören nicht, übersehen Ja, nicht. ein Mikro müssen wir dir ja nicht mitgeben. Nein. Nein. So, dann sag ich mal bis gleich. Ne? Bis gleich. Unten. Jacke. Meine Jacke. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Ach, ist das ein komisches Gefühl. Ja, es war aber so schön, die Brigitte mal hier zu haben. Herrlich. So, ich komme jetzt nebenbei mal Ich so habe ein erst mal bisschen mein auf der Rotlicht Chat- angemacht. Kommst du gleich zu mir, nice. Schwester Hansen? Na sichi. Ja, und Tanja hat natürlich wieder unsere liebe Twitch-Gemeinde ja nicht vergessen. Sie hat nur nicht den Chat mit allem bei sich drauf. Deshalb muss ich erstmal ein paar Dinge nachholen. Der DNF Naxmax im 6. Monat mit dem Prime Sub dabei. Dankeschön. Wurstbrot Inferno auch im 5. Monat dabei.
Dann der Jolle, 5. Monat, auch mit dem Sub. Bilbo58, 6. Monat Prime Sub. Und Boogie Boo im 6. Monat mit dem Prime Sub. Herzlichen Dank dafür. Und aus Berlin noch ein Gruß. 5 € per PayPal. Paddy hat heute keine Chance, ausreichend zu Wort zu kommen. Ja, das ist so. Es ist in der Tat ein bisschen komisch. Ja. Wenn man einfach mal seine Klappe halten muss. Oh, das kannst du aber ganz gut. Eigentlich kann ich das ganz gut, aber es ist trotzdem komisch, wenn man immer so ein bisschen der Sabbelmaxe ist. Das stimmt. Hansi ist auch da. 2,49 Hansi. Ganz lieben Dank und liebe Grüße natürlich an Sabrina. Der Markus im 6. Monat bei Twitch mit dem Sub dabei. Herzlichen Dank. Und der Bahnfilmer Andi feiert Einjähriges heute. Danke, ihr Lieben. Ich sage auch nochmal Danke an alle. Woher wissen wir denn jetzt, wann die Brigitte da unten ist? Eigentlich? Die wirst du hören, die wirst du nicht sehen, aber hören wirst du sie. Muss dann mit der Kamera schnell einmal da runterschwenken. Ich hoffe, dass ich da hinkomme. Matthias Mann sagt, er ist in Asien. Hallo aus Asien und schöne Grüße. Also ich meine, ich mache das ja jetzt echt schon lange und jeder kennt das, aber irgendwie ist es doch immer wieder verrückt, dass jetzt jemand in Asien zugucken kann, oder? Ja, das ist also Irgendwie ist es verrückt. schon ein bisschen, ist schon irgendwie, ist ja auch cool, aber es ist schon auch ein bisschen spooky. Stegi, Dankeschön für dein Prime Sub im 5. Monat. Herzlichen Dank. Und Walburga ist 15 Monate dabei. Der Steffen sagt, er ist jetzt 8 Monate dabei bei uns und grüßt uns das ganze Hamburg Hafen Live-Team. Dankeschön. Ja, danke. Und dann kommt noch 5,99 Superchat von Tom mit lieben Grüßen aus Dürbusla. Wo ist das? Dürbusla ist Dürbo Dübel? Wurden da die Dübel erfunden? Keine Ahnung. Tom, sag mal, wo das ist. Dürbusla ist Ich es, noch nie gehört. wenn man Düsseldorf und Goslar miteinander kreuzt. Dann kommt Dürbusla raus. Ja, ist eine gute Assoziation, also würde ich ich muss sagen. wirklich, Tom, sorry, aber da kommt die Geografie-Niete Paddy zum Vorschein. Ich habe absolut keine Ahnung, Ich wo auch das nicht. liegt. Und der Matthias schickt nochmal 6 € Superchat aus Asien. Matthias, ganz liebe Grüße. Und vielen Dank, Matthias. Ja, wir haben heute die AIDA Nova. Ist ja jetzt nicht so, dass es unbedingt was Neues ist, aber trotzdem immer wieder schön anzusehen. Letzten Samstag keine Chance. Wir waren hier. Ja, wir waren hier und wollten, aber es ging wirklich nicht. Der Nebel war so stark. Dafür haben wir heute bestes Wetter mitgebracht. Ich sag ja, und wenn der Kapitän uns hört und wir noch mal die Diskothek kriegen, direkt vor unserer Nase, dann noch ein kleines Fläschchen haben. Ich würde sagen, dann haben wir alles richtig gemacht, oder? Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. So, mal gucken, ob die zweite Kamera, ja, die funktioniert auch. Die Route von AIDA Nova ist nicht ganz so spektakulär heute. Geht Richtung Skandinavien. Ich glaube nur 3 Häfen. Ich habe sie aber trotzdem mal vorbereitet und spiele sie hier mal ab für euch. Also es geht natürlich los in Hamburg. Und ja, dann, da die Nova natürlich nicht durch den Nordostseekanal passt, muss sie einmal den Umweg fahren Richtung Kopenhagen obenrum. Und dann geht es auch schon wieder auf den Rückweg Richtung Oslo. Ich glaube, da bleibt sie sogar 2 Nächte, wenn ich das richtig gesehen habe. Kristiansand ist der 3. Hafen und das war's dann schon. Rund eine Woche und dann wieder zurück nach Hamburg. Kurze Tour, aber ich glaube trotzdem ganz schön, weil natürlich ab in den hohen Norden. Und nur, dass du es weißt, wir wissen jetzt auch, wo Dürbusla liegt. Das ist ein Ortsteil und Gemeindebezirk der Gemeinde Aldenhoven im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen. Nur, dass du das jetzt auch noch mal weißt, mein lieber Paddy. Ich hoffe, das wird nicht abgefragt dann in einem späteren Stream. Ich werde dich nächstes Jahr wieder fragen. Paddy, wo liegt eigentlich Dürbusla? Genau. Heike Oeffelke ist seit 4 Monaten dabei. Danke. Oh, Achtung, ich muss einmal gucken, ob wir hier unten irgendwo theoretisch müsste hier unten
Ach, guck mal, da. Hast du sie? Da ist sie. Hast du sie? Uns, Brigitte. Brigitte kommt gleich. Brigitte, Da fährt sie. da ist sie. Jetzt gibt sie alles. Ja, jetzt gibt's hier aber richtig alles. Extra für euch heute. Extra für Herrlich. uns. Und weiter geht's. Danke, Brigitte. Brigitte. Ganz viel Spaß mit deinen ganzen Leuten für die AIDA. Die machen gleich Die machen wieder Party. wieder richtig Party. Richtig Party. Da geht's ordentlich ab. Ich glaube, die sind irgendwo am Dockland, haben die sich verabredet. Die ganze Bagage. So, was habe ich verpasst hier? Ist was Also bei passiert? Heike war ich stehen geblieben. Danke für die 4 Monate. Und mit einem neuen Prime-Sub dabei sind Papa David und Nettie88 auf Twitch. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Und Holle Honig, 17 Monate auf der Reeperbahn. Dankeschön. Holle Honigs Frau guckt sogar aus Kenia zu. Und Matthias Mann ist jetzt wieder Reeperbahn-Mitglied. Matthias, Dankeschön. Irgendwann treffen wir dich bestimmt mal. Irgendwann. Bisher hat es noch nicht geklappt. Willst du hier mit hinkommen? Ach so, Wollt ihr ja. euch da hinsetzen? Ja. Du, für Die Stehen zwei- kriegen wir auch nicht mehr Die 2 bezahlt. Damen da. Guck mal hier, in unserem Rotlichtviertel. Guck mal, so sieht das, glaube ich, aus in dem Fenster, in den Fenstern in der Herbertstraße. Das Kann können wir sein? nicht wissen, weil wir keine Herren sind. Ach, woher weißt du das denn, würde ich mal ganz gerne wissen. Aber er hat gesagt, es könnte so aussehen, ne? Ja, mal schnell noch mal gerettet, ne? Wir haben hier so einen richtigen Regieplatz hier, wir beide, ne? Ja. Wir haben auch einen richtig geilen Monitor, hat er uns eingerichtet, hör mal. Mann, oh Mann, du. Besser geht's hier heute gar nicht. Ist aber auch ein kleiner Technikmensch. Großartig. Waltershof schickt 5 € und sagt, Paddy, lass die Mädels ran. Okay, habe ich kein Problem. Danke, Walter. Ja, vielen Dank. Aber, darf ich euch an eine Sache erinnern? Ja. Habt ihr Lust, mal unsere Aktion Hafengeburtstag anzuteasern? Ja, warte mal, Ja. halt mal, ich brauche mal meine Brille. sonst Ja, kann ich hier- ja, denn die Brille ist ganz wichtig. Ich sag dann noch Sonst mal erzählen wir nachher noch Quatsch. herzlichen Dank für 10 Monate auf der Reeperbahn. Dankeschön. So, also ich hoffe, ich kriege das jetzt alles richtig so erzählt. Sonst musst du mich mal irgendwie verbessern oder mir noch mal so ein bisschen helfen, ne? Ja, mach mal einfach. Ich helfe Also, dir sonst. wir planen ja für den Hafengeburtstag so diverse Sachen. Sind da jetzt auch gerade am Anfang und haben gedacht, wir müssen ja auch irgendwie was für die Community machen. Und haben jetzt in Zusammenarbeit mit dem Gin Hotel, was ja hier am Elbspeicher ist, überlegt, dass die ja so eine tolle Aussicht da oben auf ihrer Dachterrasse haben. Und da wollen wir so was Kleines, Exklusives für Hamburg Hafen Live machen. Kuschelig. Wie das jetzt ganz genau aussieht, da sind wir gerade in der Planung. Also es wird zur Einlauf- und zur Auslaufparade sein, dass wir da so ein bisschen eventuell einen separaten Bereich haben, wo wir uns dann aufhalten können. Die Mädels organisieren das, Paddy streamt auch von da, wenn das alles so klappt. Ja, und wer dann Lust hat, kann gerne an Bord sein. Wie das alles abläuft, wir werden es natürlich dann mit Gästeliste machen müssen, weil wir ja nicht wissen, wie viele Leute da kommen. Wir müssen das ja wenigstens so ungefähr planen. Ne? Und da sind wir gerade so am Anfang. Du kannst ja auch noch mal wir was werden sagen. irgendwann werden wir die Möglichkeit geben, dass man sich anmeldet. Also es kostet keinen Eintritt. Aber natürlich brauchen wir irgendwie ein Gefühl dafür, wie viele Leute kommen, weil das ist halt schon alles ein bisschen begrenzt. Wir haben da nicht unendlich Platz. Deshalb wird es mit einer Gästeliste laufen. Ja, und auf jeden Fall Einlaufparade und höchstwahrscheinlich auch Auslaufparade. Ein bisschen eine Wurst auf den Grill hauen. Dann gibt es einen schönen Hamburg Hafen Live-Drink dazu. Ja, eine schöne Und Zeit. wer kreiert ihn? Schwester Hans. Wenn es um Alkohol geht, ist das Chefsache. Da bin ich raus. Da habe ich auch keine Aktien drin. Und Hafengeburtstag ist vom 9. bis 11. Mai, glaube ich. Oder? Ja, ist- Einlaufparade am 9., Auslaufparade dann am 11. Und Weißt du die Zeiten ungefähr schon? Also die Uhrzeiten, circa wann das Gin Hotel für Hamburg Hafen Live so ein Kontingent bereitstellt, dass Leute dorthin kommen können?
Ich weiß noch keine genaue Uhrzeit. Erfahrungsgemäß ist die Einlaufparade aber am frühen Nachmittag, so um 14 Uhr circa, 15 Uhr. Und ab dann werden wir da auch die Lounge haben, natürlich mit Open End. Ich werde dann irgendwann natürlich nochmal abhauen, weil wir noch von woanders streamen und so. Aber alle Gäste können natürlich da oben bleiben und haben da natürlich einen sehr, sehr exklusiven Blick. Oh, ich würde sagen, Ich würde auch sagen, weitere Infos folgen. Wir wollten das nur mal sagen, weil viele Leute ja auch schon gebucht haben und hier Hotels haben und vielleicht Lust haben, einfach dabei zu sein. Ist auch ein bisschen Save the Date, falls jemand Genau, Save the plant, Date. herzukommen. Das ist genau der richtige Ausdruck Mensch, dafür. du bist heute aber auch auf Zack, du hör mal. Erst Rotlichtviertel, jetzt, ne? Wahnsinn, oder? So, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll hier. Wahnsinn! Und du hast mir auch heute erzählt, dass jemand auf dem Schiff heute ist, den ihr auch aus dem Chat kennt. Genau, das ist Familie Iversen, die fährt eben gleich mit raus und wir hoffen ja, dass wir die mal einfangen können. Die wollten ja unterm A stehen, ne? Wenn ich das richtig erinnere hier. Oh, mal gucken, ob wir sie einfangen können, oder? Auf jeden Fall. So, was ist denn hier so los bei uns im Chat heute? Ina ist seit 8 Monaten dabei. Ina, danke schön. Dankeschön. Danke. Und auf Twitch haben wir den Steffri82 im 2. Monat mit dem Prime Sub, Bullforce im 5. Monat. Danke euch beiden. Und André8280 schreibt schreibt Moin Moin. Alles gut. Ich bin mit den Emojis gerade durcheinander gekommen. Die standen hier im Text bei mir. Auf jeden Fall verlängert er auch seinen Sub, ist im 4. Monat dabei. Herzlichen Dank. Parziman fragt, ob es hier Schiffe zu sehen gibt. Nein, absolut nicht. Mit Schiffen gucken bist du hier leider falsch. Auf was warten wir denn eigentlich heute? Mermaid? Wir warten darauf, dass eine grazile Meerjungfrau Mit aus der Kussmund. Elbe Mit auftaucht. Kussmund. Mit Kussmund, Und besonders schöner. mit wallernder Mähne. Genau. Ganz genau. Sowas in der Art. Apropos Emojis, da wolltest du da auch noch mal was zu sagen, weil ich bin nicht so ganz im Thema. Ich habe das vorhin nur schnell gesehen. Ich habe das auch noch nicht ausprobiert. Ach so, ja, seit kurzem geht es, wenn ihr bei Instagram zum Beispiel eine Story macht, dann kann man ja ein GIF hinzufügen. Und wenn ihr auf GIFs geht und dann HHL eingebt für Hamburg Hafen Live, dann müssten dort unsere Emojis kommen, so dass ihr die noch einfacher auch in Instagram Stories benutzen Oh, könnt. das machen wir nachher erstmal. Das müssen wir erstmal testen. Also wenn ihr mal guckt, wir haben das auch auf beiden Kanälen bei Insta verlinkt, ne? Also das kannst du auf jeden Fall dir angucken, ne? Ich habe vorhin, hast du doch eine Story gemacht, oder? Ja, verlinken so richtig kann man das nicht. Ah, okay. Ihr könnt dann halt euch das mal angucken, wie es aussieht. Ich kann das ja noch mal hier reinhauen. Halt mal den Eumel? Eumel bitte. Wir haben ja hier auch wieder unsere DSDS-Mikrofone. Ich kann auch wieder singen, wenn ihr wollt. Möchtest du singen? Nein, ich glaube immer, weißt du was, von Anja hat ja jetzt so ein Stabmikrofon. Und das ist so Ich denke komisch. dann immer, dass ich ein Star Ganz bin. genau, wenn sie das in die Hand nimmt, dann geht so ein Schalter in ihrem Kopf. Ja, und dann hat ja. sie so Ambitionen, euch zu entertainen. Ja, das kann gut. Du bist echt eine Schwester im Geiste. Du kannst, glaube ich, meine Gehirnzellen schon teasern. Ne? Und ich sag dir eins, das hat mir schon diverse Male das Leben gerettet, dass ich dein Gehirn beeinflussen kann. Und dir hat es auch den Arsch gerettet. des Ja, Öfteren doch, schon. das stimmt schon. Ach ja, was so Freundschaften machen, wenn man so Herrlich. lange miteinander befreundet Ja. ist. Ne? Herrlich, herrlich, Leute. Kannst du auch schon nicht mehr trennen, das geht einfach nicht. Nee, wir sind siamenische Zwillinge. Komisch, dass dein Mann gar nichts dazu sagt, ne? Ja, gut, ich glaube, Der muss das einfach aushalten. der muss uns schon so lange aushalten. Der hat sich seinem Schicksal ergeben, würde ich sagen. Guck mal, Schwester Hansen, Na? und der Kanalsteurer ist da, Malte. Malte, Mit dem hattest ich du habe doch noch heute was gerade offen. von dir gesprochen. Wegen dem Licht und dem Bild und so. Also ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wenn du gerade zuhörst. Ich hätte so gerne dieses Licht mit einer wunderschönen, also wirklich wunderschönen Meerjungfrau. Die sollte aber mein Gesicht haben und mit langem Haar. Also das finde ich super. So ein Bild hätte ich gerne. Und dann sollte sie beleuchtet sein und dann kommt die natürlich in meine Küche. Und wenn ich dann morgens da reinkomme und mich selber sehe mit wunderschönem langem Haar, oh mein Gott. Flipp ich ut, du. Flipp ich einfach ut. Das wäre was.
Ich weiß ja nicht, ob Malte das hinkriegt, so eine wunderschöne Frau auf dieses Lämpchen zu bringen. Ich glaube, Malte sitzt jetzt zu Hause und schüttelt erstmal den Kopf wegen dem Wahnsinn hier. Ja, mindestens. Der denkt sich jetzt auch, wie kriege ich das hin? Ja, wie kriege ich das hin? Oder er lacht sich halb schlapp und denkt, oh mein Gott, die Leute, die beiden sind verrückt. Alles schweigt. Ja, das ist eine gute Idee mit dem Foto. Patti, hast du das gesehen? Du sollst ein Foto machen. Wovon denn? Von dir? Ja, mit Perücke und Mermaid sozusagen. Und dann könnte er das quasi machen. Finde ich super, oder? Ja, dann musst du mal dein Mermaid-Kostüm rausholen. Dann setzen wir dich auf einen alten Schweden. Oh. Und der Noah fragt, Momentchen, ist das jetzt hier mal wieder... Warum letzte Woche kein Stream? Ja, also wir hatten uns hier schon alle versammelt auf Deck 7. Wir hatten ja auch Sandra und Peter vom Team noch mit hier und Anja und Patti und ich. Aber es war so ein Nebel, dass du das Fenster hier aufgemacht hast und echt die Hand nicht vor Augen gesehen hast. Und da mussten wir das leider abbrechen. Hatten uns auch schon sehr gefreut. Ja, wir waren voll in Start-Pole-Position, aber ihr hättet wie immer nichts gesehen. Ich sag mal Danke an den Leon, der jetzt auf dem Fischmarkt-Mitglied ist. Dankeschön, Dankeschön. Leon. Dankeschön. Und auf Twitch haben wir noch den Marc Polo im 5. Monat mit dem Sub und der Lars schon im 6. Monat. Danke, ihr beiden. Danke. Außerdem haut Christian Hering noch 2 € Superchat raus für starke Nerven für Paddy. Ja, finde ich, kann er auch mal haben. Ganz, ne? ganz lieben Dank. Ich finde auch. Die braucht er auch. So, da hauen wir jetzt erstmal hier ein kleines Hörnchen raus, oder? Der schöne Tiger. Und im Chat wird schon gefordert, die möchten alle das Bild gerne sehen. Also, ich will ja nichts sagen, Paddy. Es ist dein Auftrag. Naja, er ist ja Fotograf. Das Also wird er das wohl Foto hinkriegen. mache ich gerne, aber für das Styling müsst ihr sorgen. Paddy ist dann meine Stylistin. Oh, das ist ja so lustig. Also Paddy hat ja so überhaupt gar nichts mit Styling am Hut. Und wir haben ja auch früher viel Fotos gemacht, so Business-Fotos und auch Schauspieler haben wir viele gehabt. Das ist einmal so lustig, kam wirklich mal einer, also ein Schauspieler, war total süß und kam dann an, wirklich mit total vielen Sachen, Koffer und alles. Und dann sagt er, ja, irgendwie die Agentur hätte gesagt, Paddy macht das Styling. Und er guckt mich an, also habe ich natürlich immer mitgemacht, also natürlich zusammen mit den Leuten halt auch immer, die kamen, ne? Aber es war so süß, Paddy macht das Styling. Es war immer so ein Running Gag. Ist geil, ne? Ja. Aber es bleibt dir so im Gedächtnis, sowas, ne? Ich muss einmal ganz kurz anfangen. Ich weiß, dass Per heute zuguckt und meine Chrissy. Und da sage ich mal ganz liebe Grüße. Richtig cool, mein Per. Ich weiß nämlich, dass es einer der jüngeren Zuschauer bei uns ist, hier bei HHL. Und ich bin ganz, ganz irgendwie, ach Gott, also ich bin ganz beseelt, hör mal, ne? Oh, das finde ich schön. Grüße, Grüße, natürlich an alle, davon abgesehen. Aber da bin ich jetzt, finde ich richtig süß. Hier fragt auch jemand, wann die AIDA losfährt. Also wie immer, eigentlich 18 Uhr, ne, Paddy? Also Lotse ist für 18 Uhr bestellt. Der Lotse, nicht die Polizei, hör mal. Mhm. Also ich glaube, wenn die Polizei dann kommt, dann fährt das Schiff nicht um 18 Uhr los, weil dann ist da garantiert irgendwie Trouble an Bord. Das ist doch super, ja. Ja, dass dir das gefällt, das war mir schon klar. Oh, guck mal, da haben wir doch wieder eine unserer schönen Fähren. Ne? Oh ja, die Costco. Oh, guck mal, das Deck, das ist ja richtig schön beleuchtet. Das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Oder haben wir schon wieder hast du das schon mal Welle gesehen, hier? dass das Deck so beleuchtet ist, so blau? Bitte, redest du mit mir? Ja. Familie Eversen schreibt, ja, wir haben dieses kleine rote Licht am Fenster. Genau da sind wir. Familie Eversen, Grüße, Grüße, Grüße.
drin. Also ich kann mal kurz gucken. Ich habe doch in meiner Fototasche so ein kleines LED-Licht. Und ich meine, das kann ich auch auf Blinken stellen. Noch haben wir ja im Moment Zeit. Also, falls die Familie Iversen jetzt gerade zuhört, es war hier so ein bisschen gefordert, dass die Zuschauer gerne mal ein Bild hätten, wie es denn tatsächlich aussieht von außen. Damit man mal sehen kann, ob man, wenn man mit der Fähre vorbeifährt, ob man das Deck 7 erkennt. Vielleicht könnt ihr ja mal Fotos machen. Das wäre super, uns die irgendwie zukommen lassen. Du bist so cool. Ja, weil ich habe überlegt, vielleicht von der Fähre die auch selber zu machen, aber du bist ja nie so hoch wie von der AIDA. Das stimmt. Und Ja? wenn die A beim A stehen, Genau. Also wenn ihr das hört, macht mal Fotos, dann können wir die irgendwie mal den Zuschauern zur Verfügung stellen, die gerne sehen möchten. Guck mal, sowas habe ich. ja auch schön. Ein Red Flash. Ja, ein Red Flash. Alles klar. Familie Iversen, ein Red Flash kommt. Ein rotes Blinklicht. Mache ich gleich ins Fenster. Also unser Basti sagt, laienlos. Du, dann sind die aber sehr pünktlich heute. Aber ist doch super. Und der Olaf grüßt seine Frau, die krank zu Hause zuschaut. Dann sagen wir mal gute Besserung. Gute Besserung. Auch an alle anderen, die gerade zuschauen und denen es nicht so gut geht. Ganz genau. Vielleicht guckt ihr unser Stream. Anthony Roberts hat nochmal 10 Dollar rausgehauen. 10 bucks from Anthony Roberts. Thank you Thank so you. much. Norbert ist seit 13 Monaten dabei, schickt herzliche Grüße. Oh, aus Quickborn, die Nachbarschaft. Dankeschön. Dann Whisky AR im 4. Monat mit dem Prime Sub dabei. Dankeschön. Grüße aus Rendsburg, Nähe dem Kanal. Und Captain Klautzes Frau ist auch wieder auf dem Fischmarkt dabei. Dankeschön. Dann haben wir noch Dankeschön. MK im 2. Monat mit einem Prime Sub. Dankeschön. Und im 11. Monat auf der Speicherstadt ist jetzt der Christian Hering. Dankeschön. Tobias ist aufmerksam und meldet, Leinen werden losgemacht. Dankeschön. Sagen wir auch nochmal Danke. Und von Hans-Jürgen gibt es noch 2 Euro Superchat. Dankeschön. Vielen Dank. So, jetzt müssen wir mal warten, ob wir ein schönes Hörnchen bekommen. Ja. Einen kleinen Moment dauert es natürlich noch, bis die Leinen komplett los sind. Parziman im 3. Monat mit dem Prime Sub. Und er meint, er findet uns ja ganz nett. Du, das finde ich aber auch ganz nett, dass Das er liegt das an den sagt. Mädels. Ach was, hör auf. Ja, natürlich. Ach, wir alle Ja. zusammen. Wir alle together, sag ich doch immer. Alle together. Alle together. Alle. Fotodesign Art. Herzlichen Dank. Schickt viele Grüße. Aus Holm im 19. Monat schon dabei. Wow, 19 Monate. Wahnsinn. Und der Arno, jetzt bei uns auf der Speicherstadt. Dankeschön. Ich sag auch Danke. Und Honda haut nochmal ein Lob für Bild und Ton raus. Honda, das freut mich auch immer ganz besonders. Ja. Also das muss ich auch sagen, das Bild ist heute wieder wahnsinnig klasse. Also so gestochen. Oder ich habe meine Brille auf, das kann natürlich auch sein. Und die ist auch sauber, die Brille. Hast du Ja, gesagt, ne? ich war heute extra im Brillenladen. Ich habe gesagt, nee, ich muss heute streamen und auf Bildschirme wieder gucken. Also ich brauche das heute mal.
Also die wurde fachmännisch gereinigt. Und Wookie meldet auch nochmal, dass die Berlin Express unterwegs ist. Ja, ich habe sogar zufällig vorhin eingeschaltet auf dem Wesselfinder, als sie abgelegt hat in Rotterdam. Ich glaube noch nicht dran, dass die wirklich morgen gegen 14 Uhr kommt. Das werde ich mir morgen früh mal anschauen. Aber ja, die Erfahrung. Aber wir wollen ja positiv denken. Absolut immer. Positiv denken. Wenn es möglich ist, bitte immer positiv. Kann das sein, dass heute richtig was los ist oben an Deck? Das hoffen wir doch, oder? Ja. Also es stehen auch schon ganz schöne viele Menschen. Hansi haut nochmal ein Fischeis wieder raus. Vielen lieben Dank dafür. Und auch liebe Grüße zurück. Ich sehe auf jeden Fall die nächsten Leinen, die runterhängen. Könnt ihr das auf dem Monitor erkennen? Ihr habt ja einen etwas größeren Monitor als ich. Ja, hier vorne, ne? Ich glaube, für euch stelle ich da mal so einen 80-Zoll-Monitor hin, oder? Großartig. Großartig. Damit wir noch besser gucken können. War das jetzt nett, dass ihr so einen großen Monitor bekommt, oder war das frech, weil es abzielt? Es war so 50-50. Es war so 50-50. Ja, ne? Hier und abgefahren hätte gerne ein Shirt mit der KA. Möwe, wenn der Stream unterbrochen ist. Wir wissen alle, welche Möwe er meint, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo diese Kackmöwe haben. Muss ich das Bild wegnehmen, damit die Kackmöwe kommt? Muss ich den Stream einmal unterbrechen? Guck mal, Robert Kröber ist auch wieder da und macht den Chat wieder ordentlich grün. Danke, Robert, für 5 Mitgliedschaften. Dankeschön. Danke. Ja, Onkel Roman sagt, man hört Stimmen. Genau, das war eben dieses Ausflugsschiff hier unten, das Fahrgastschiff. Und da waren, glaube ich, da war irgendwie eine Ansage drauf. Die schnacken halt auch ein bisschen, ne? Und wir sind hier mit unseren Jacken auch, falls ihr das hört und da immer so was Geschuppertes kommt, das sind unsere Jacken. Du bist immer so dicht. Ja, weil du so kuschelig bist. Ja, ne? Ja, Gigi fragt auch noch mal, was denn hier, ob hier ein Militärschiff zu sehen ist. Ja, hier bei Blom und Voss, quasi links im Bild, da liegen immer eine ganze Reihe an Militärschiffen. Ich bin da immer ein bisschen raus. Ich kann euch die ehrlich gesagt nicht so richtig zuordnen, aber einige von euch, die wissen immer ganz genau, was das für Schiffe sind. Aber in dem Bereich, da ist Blom und Voss wohl noch ganz gut im Geschäft sein. Also ich habe da noch mal eine Frage, vielleicht kann das ja auch jemand im Chat beantworten. Es gibt ja diese sogenannte Landkrankheit, dass wenn man vom Boot kommt, also man ist vielleicht 7 oder 10 oder 12 Tage unterwegs und kommt dann nach Hause, geht von Bord und fühlt sich, als wenn man aber noch auf See ist. Du meinst, man schwankt so? Ja, also das, sag ich mal, das Gehirn bzw. das Ohr noch gar nicht so festgestellt haben, dass sie wieder festen Boden. Ja, genau. Und jetzt ist meine Frage, kennt das jemand von euch? Und wenn ja, wie lange dauert das, bis sich das wieder zurückbildet oder dass man wieder klar wird oder wie auch immer? Und muss man dann spucken?
Oder was muss man da, oder was ist da los? Das würde mich echt mal interessieren, weil das finde ich ein bisschen spooky. Finde ich echt komisch. Julian ist auch seit 11 Monaten dabei und weist auch nochmal auf die Berlin Express hin. Julian, haben wir eben schon drüber gesprochen. Habe ich auf meiner Beobachtungsliste die Berlin Express. Vorhin stand die noch mit 14:30 Uhr drin, aber so richtig glaube ich da nicht dran. Ich glaube eher, das wird dann irgendwann mitten in der Nacht. Guck mal hier, der Hip-Hop-Guru sagt. Der Hip? Ja, so fühle ich mich immer, wenn ich aus der Bar komme. Ja, das kann ich auch. Ja, das finde ich jetzt. Aber ich verstehe, was er sagt, aber Absolut. Es gibt es ja wirklich. Ich hatte das auch. Ein Freund von uns, der hat ja ein Boot auf Mallorca und den haben wir ein paar Mal besucht. Und wenn wir wirklich damit draußen waren und ein paar Stunden rumgefahren sind, kommst du wirklich von Bord und schwankst noch. Also es wird höchstwahrscheinlich nicht so extrem sein wie auf einer Kreuzfahrt, aber das hat auch so ein bisschen gedauert, bis das wieder weg war. schon ein bisschen spooky, ne? Also ich glaube, ich muss immer auf dem Boot sein, weil ich kann ja nicht mehr zurück auf Aber Land. du kannst ja mal gucken, wenn du so ein paar Stunden mit dem Loveboat mitfährst, wie es dir dann geht. Das kannst du ja selbst mal ausprobieren und kannst du hier berichten. Loveboat. Und der Robert kennt das von Rolltreppen. Von Rolltreppen? Ja. Christian Köllner ist seit 10 Monaten dabei und er sagt, bei ihm funktioniert die WhatsApp-Benachrichtigung nicht so richtig. Das kann nicht sein. Christian, der einzige Tipp, den ich dir geben kann, ist, dass du bei dem Kanal oben rechts in der Ecke die Glocke aktivieren musst, damit du die Benachrichtigung auch wirklich im Vordergrund bekommst. Ansonsten muss man da halt aktiv drauf gehen. Ansonsten ja, ist das halt so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, bei vielen funktioniert das. Und wer das noch nicht kennt, wir verschicken auf unserem WhatsApp-Kanal immer kurz bevor der Livestream startet eine Nachricht. Könnt ihr abonnieren und hoch und heilig versprochen, wird nur benutzt für die Livestream-Benachrichtigung, nicht für Essensfotos. Auch keine Katzenfotos. Aber guck, der Chat hat dir schon geantwortet. Ja, Also ich sehe das schon. Das ist total Wir nett lesen von das hier euch. gerade. Ja, vielen, vielen Dank für die Infos. Also es ist ja, wie gesagt, bei dem einen geht es relativ zügig vorbei, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Das ist mir schon klar. Jeder ist ja auch anders. Aber das ist schon, also wenn ich jetzt mir ich stelle mir das jetzt nur mal vor. Ich bin jetzt eine Woche auf so einem Schiff, komme dann nach Hause, habe eine Woche noch so ein Schwanken. Das heißt, ich bin ja dann wieder noch mal eine Woche außer Gefecht. Ja, das ist ja so ähnlich, als wenn du 2, 3 Stößchen hast. Also ich meine, schlimmer kann das Ja, aber nicht da habe sein. ich Spaß. Ja, da hast du dann auch Spaß, weil du kommst ja von der Reise. Oh, okay, nee, glaube ich nicht. Nee. Guck mal, der C64-Gamer sagt, die Krankheit heißt Kinetose. Kelintose, ja, siehst du? Aber was ihr alles wisst, großartig. Aber ich glaube, guck mal hier, der Ingo schreibt zum Beispiel, es dauert 2 Tage, bis alles okay ist. Also ich glaube, das ist auch so ein kann man ja so überlegen, jeder empfindet das ja anders, aber ich denke mal, dass du da wirklich nach ein paar Tagen dann gut mit Aber bist. ich bin sehr sensitiv. Also das ist schon ein bisschen heikel bei mir. Ja, wenn du von Bord gehst und schon gleich sagst, ich habe das Ding eine Woche, dann hast du es auch eine Woche an den Hacken. Ja, aber Janine aus Pöhl sagt, ich brauche dann nur ein Aquavit und dann geht das schon wieder. Ja, also es ist siehst du. quasi intravenös. Dann läuft das. Ja. Die letzten beiden Leinen hängen auf jeden Fall schon mal durch. Das ist ein gutes Zeichen. Haben wir eigentlich noch was zu trinken? Haben wir eigentlich noch was zu trinken? Ja, Paddy hat ja unsere Stößchen ausgetrunken, jetzt Wie hast du bitte? nur noch eine Kiezmische. Dann nehme ich eine Kiezmische. Siehst du, Beate sagt auch. Wegen der Windstärke. Oh, Windstärke. Da gibt es ja auch eine wunderbare Geschichte wieder, wenn ich da wieder aushole. Ich weiß ja nicht, wann die AIDA losfährt, aber ich kann ja ganz kurz erzählen. Da war ich noch sehr, sehr klein. Und ich bin ja in Husum aufgewachsen. Und da war ich mit meinem Vater auf dem Krabbenkutter unterwegs. Ja, und war über Nacht, haben wir Krabben gefischt. Und da war der Klabautermann. Ich glaube, wir hatten Sehstärke und original auf so einem kleinen Kutter 10 oder 11. Also das Ding war hoch und runter, hoch und runter. Ich habe gedacht, ich sehe gleich den Klabautermann.
Habe ich nicht gesehen, aber seitdem bin ich eigentlich so ein bisschen geschädigt, was Wasser und Schiff angeht. Also ich weiß nicht, wie alt ich war, es muss so vielleicht 10 gewesen sein. Also ich habe auch einiges mitgekriegt. Nur, dass ihr es wisst, die Krabben waren extrem lecker, weil die haben wir schon gekocht auf dem Krabbenkutter. Das war herrlich. Aber seitdem bin ich so wirklich ein bisschen geschädigt. Das war die kleine Geschichte dazu. Nee, du hast ja eh so komische Geschichten immer. Ich erinnere dich nur an den Strom und jetzt sind es die Krabben. Oh ja. Vielleicht. An mir passieren immer merkwürdige Dinge, die anderen Menschen nicht passieren. Also, Ich sag nur die knackende Hose. auch die. Oh, guck mal, wo sie langfährt. Richtig schön. Habt ihr gesehen? Ja. Ares ist auch da. Ja, 5,99 von unserem Mega-Fan Ares. Ganz liebe Grüße. vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Und auch an Caro. Und Nilsi schickt nochmal 2 Euro Sabbelwasser. oh, danke schön. Noch mehr Sabbelwasser. Noch mehr? Noch mehr. Oh, ich glaube, das halten die Leute heute Ich glaube, nicht aus. ein Drink nennen wir Sabbelwasser, den es dann Ich gibt finde, bei- also ganz ehrlich, am Hafengeburtstag, wie oder? findet ihr das? Ja, der muss eigentlich Sabbelwasser heißen, weil Wie findet ihr das? Also sagt mal ganz kurz, wie ihr das findet, oder vielleicht habt ihr auch noch eine schöne Idee. Wir brauchen ja einen Drink mit Alkohol und einen Drink auch ohne Alkohol. Das müssen wir jetzt auch mal ganz klar sagen, weil wir können ja nicht alle Menschen, die kommen, alkoholisiert wieder viele zu fahren weglassen. ja auch Auto, ne? Und viele mögen es ja halt einfach nicht. Hier am ne? Fischmarkt wollen die Auto fahren? Viel Spaß. Naja, du weißt ja nicht, wenn du von außerhalb kommst und irgendwo geparkt hast und vielleicht weiter dein Hotel hast, Okay. fährst du ja weiter, ne? Ja. Also kannst du irgendwo Park and Ride machen, das geht ja auch wunderbar. Also wir probieren halt auch nochmal, ich bin schon am Gucken, auch für den Hafengeburtstag auch nochmal so Hamburg Hafen Live Tipps irgendwie so für euch zusammenzustellen. Also ich gucke da schon mal, weiß nicht, ob wir das sonst irgendwie nachher auch auf dem Kanal dann nochmal zur Verfügung stellen. Ein bisschen so vielleicht was Du bist so nett. Außergewöhnliches. Du bist so nett. Und weißt du, was wir auch machen? Ein paar Rest. Oh! Hast du das gehört? Das war doch amtlich, oder? Das war super. Also täuscht mich das jetzt oder war das lauter als sonst? Ja, also für das ist mich eine auch. Windgeschichte, denke Ja, ich mal. ne? Oder der Kapitän hat uns gehört. Meinst du, der hat den Knopf ein bisschen fester gedrückt? Jo. Also, Dankeschön. So, Beleuchtung ist auch an. Wow. Dann hau ich noch mal ein paar Dankeschön raus. Da Meinert ist seit 11 Monaten dabei. Herzlichen Dank. Auf Twitch der Guru im 6. Monat. Danke dir. Henrik feiert 10-monatiges. Schwester Hansen ist sensationell, schreibt er. Oh, vielen lieben Dank. Schwester Hansen Fanclub, brauchen wir auch noch T-Shirts. Boah, nee, Aber wir bitte brauchen nicht, eine oder das Schwester- ist peinlich. Wir brauchen eine Schwester Hansen-Möwe. Ja, das nehme ich. Ja. Eraser2K im 2. Monat im Prime Sub dabei und er schreibt, liebe Grüße, er oder sie, weiß ich jetzt gar nicht, liebe Grüße an meine Eltern Dagmar und Thomas. Die schauen auch gerade zu und sind Mitte Februar selbst auch auf der Nova. Bin schon neidisch. Danke für die tollen Streams, Tom und Yannick. Herzlichen Dank. Andi der Sattelschlepper, nochmal mit dem 5er. Und er sagt, macht einen Pack Sturmdrücker, Kaffee auf, 20 Liter Wasser. Das ist dann Sabbelwasser. Ja. Und Petra schickt auch wieder 5 Euro. Petra, ganz lieben Dank. Ja, und jetzt müssen wir gleich so ein bisschen gucken, dass wir auch die Zuschauer an Deck erwischen. Aber ich glaube, die Sammelstelle ist unter dem... Ah, Welches A denn? A wie Anja. Naja, jeder hat ja 2 A. Welche Farbe? Also schreibt doch vielleicht nochmal, wo ihr euch irgendwie... Vielleicht haben sie Auf sich jeden Fall. aufgeteilt. Oh, guck mal, wie das da blinkt. Die eskalieren da völlig. Oh ja. Seht ihr das Blinken da Ja. unter dem A? Sag mal, was haben die denn da für einen... Die haben sich für extra eine so einen Blinkmaschine. großen Scheinwerfer mit, oder so eine Wahnsinns-Taschenlampe mitgenommen. Ja, also das haben wir noch nie gesehen. Nee. Das kann nichts von der AIDA sein. Sag mal, vielleicht sind das die Familie Iversen. Nee, weißt du was, die haben sich alle zusammengetan und halten jetzt die Handys zusammen. Aber unten leuchtet es jetzt auch. Eben. Ja, das ist ja von der AIDA. Das ist ja Nein, diese nein, Leicht- hier eben. Und da unten war es. Okay. Das blaue A soll es sein. Das blaue A.
Das ist echt Gänsehautmoment, wenn die hier gleich losfährt und bei uns vorbeifährt. Oh, ich bin so aufgeregt, hören Sie mal. Und falls uns jemand hört auf der AIDA, Ja. bitte schreibt doch dann mal in den Chat, ob ihr unser rotes Blinkelicht und das rote Licht generell hier auf Deck 7 seht. Vielleicht seht ihr uns ja auch. Oder ob das so unscheinbar ist. Und schickt uns Fotos, wenn ihr das seht, damit wir mal das von der anderen Seite aus gucken können. Mareike schreibt, sie sieht uns blinken. Hast du ein Blinklicht an? Ja, das rote Blinklicht habe ich hier oben Guck an. mal. Das habe ich nicht, das wusste ich nicht. Ja. Fienchen, herzlichen Dank für eine verschenkte Mitgliedschaft. Vorne blinkt auch was. Vorne in der Mitte. Ja, habe ich auch eben, war auch die ganze Zeit schon. Und die wissen ja auch, dass sie gleich bei Brigitte vorbeikommen und das wird eskalieren dort. Guck mal, jetzt habe ich das Blinkschema Copcar. Abwechselnd blau und rot. Ja, du bist aber wild drauf heute. Richtig wild. Oh, Holle Honig sagt, es fehlt nur noch das HHL-Stream auf dem Bildschirm der AIDA. Ich meine, das wäre natürlich auch sensationell. Stell dir das mal vor. Ja, Sebastian, wir können uns ja auch nur bei euch bedanken. Auch das ist ja auch wirklich mit eurem Chat hier. Wir wären nichts ohne euch. Das ist doch das, ne, ein Geben und ein Nehmen. Das ist doch so. Und schön, dass ihr es schön findet mit uns und wir finden es schön mit euch. Was sollen wir anderes sagen? Es ist einfach nur großartig. Sensationell. Jetzt müssen wir gleich erstmal 4 Euro. Nee, Quatsch. Wie oft haben wir das jetzt gesagt? 2 Euro müssen wir gleich in die Kasse tun. Ja, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir hin. Da kommt sie. Mit ihrem dicken roten Mund. Ja, sieht ein bisschen eng aus, aber Ja. ich glaube, die Elbspring, Muss warten. die biegt da links ab oder legt sich da links an die Seite und lässt die Nova erstmal raus. Ich glaube nicht, dass die jetzt zum Tollerort geht. Guck mal hier, Andi der Sattelschlepper schreibt auch an Tanja. Ja, wir arbeiten ja dran, schreibe ich gerade. Schwester Wir- Hansen hat 30 Kilo Schoki bekommen wir- aus der Schweiz. Wir arbeiten ja dran. Es ist sehr schwierig. Anja vergisst immer wieder den Text. Ja. Ich weiß ja, dass ich singen soll, aber ihr findet das ja gar nicht schön, wenn ich singe. Also insofern. Aber vielleicht können wir alle zusammen im Gin-Hotel dann singen. Wir werden was vorbereiten. Oh, für alle, die kommen, die kriegen was in die Hand gedrückt und dann wird das Lied gespielt und dann müsst ihr alle mitsingen. Oh Gott, jetzt kommt doch keiner. Hättest du das hättest du gar nicht ankündigen dürfen. Ich glaube, das wird sensationell schön. Da sieht man jetzt mal so den Größenunterschied, ne? Absolut. Guck dir das mal an. Das kleine Bötchen und die große AIDA. Ach, guck mal, der Dennis ist auch da von der Elbcam. Ja, Dennis, Moin. du siehst ja, das Schiffchen fährt ab. Bereite alles vor, sie kommt.
Wann ist sie an der Elbcam ungefähr? 1,5 Stunden, ne? Ja. Also, wenn ihr Oh, dieses... Dennis weiß das, wie lange man da immer ungefähr warten muss. Dennis, schreib mal rein, wann die bei dir ankommt. Also, wer die gleich nochmal sehen möchte, kann das auf der Elbcam machen. Ihr kriegt gleich den Link. Ich glaube, ich habe auch eine Weiterleitung wieder drin zur Elbcam. Zumindest auf YouTube. Guck mal, Gerhard Foto ist auch Fan von Streams mit Schwester Hansen. Oh, das ist so lieb von euch. Ich finde das auch klasse. Ich sage immer, in homöopathischen Dosen, aber dann ballert es Das sagt richtig. mein Chef auch immer. Er sagt immer, ja, wenn du da bist, weißt du, dann ist das immer so... Aber wenn du weg bist, ist auch nicht schlecht, ne? Genau. Ja. Also es ist so, alles kann, nix muss. Guck mal, Dennis sagt 90 Minuten. Ja, dann lagen wir ja gut. Dann lagen wir ja richtig. Aber guck mal, wie fleißig die am Blinken sind oben an Deck. Das spiegelt sich unten im Wasser richtig. Ja, richtig cool. Guck mal, und unten auch. Seht ihr unten auch? Unten mittig. Ja, Sag mal, was für eine Show. Das ist ja wieder sensationell hier heute. Leute. Richtig cool, euer Ich glaube, es Geblinke. wird teuer Ich hoffe, heute für ihr Party. seht mein Blinken hier auch. Und jetzt oben beim A, das Blinken. Die blinken alle um die Wette. Ahoi, Sophie ist im 5. Monat dabei und sagt Dankeschön. Danke, Sophie. also ich finde das ja richtig klasse, wenn da wirklich Zuschauer sind, die auf der AIDA jetzt fahren und die sich zusammentun und da oben alles steht. Das finde ich großartig. Also das finde ich richtig klasse. Danke sagt auch Motito mit einem Prime-Sub auf Twitch. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ach, guck mal, und Jasmin lässt 2 Euro Superchat da und sagt, in 2 Wochen ist sie selber auf der Nova. Ja. Und Nilsi hat es genau erfasst. Er sagt nämlich, wir machen HHL Live-Chor beim Hafengeburtstag und da treten wir dann auf. Und zwar auf dem Balkon vom Gin Hotel. Ja. Und wenn wir da einen raushauen, ich meine, ich weiß ja nicht, wie viele Leute kommen werden. Wir wissen ja auch noch gar nicht, was los ist. Aber stellt euch das mal vor. Also ich werde genug Sachen drucken, Songtexte und dann hauen wir mal richtig einen raus. Dann hauen wir mal richtig einen Und dann raus. kommen noch, wie heißen die noch? Tampentrecker, ne? Dann kommt noch der Chor von Ina Müller. Oh, machen wir Boah. Karaoke auf der Gin Hotel. Wie geil ist das denn, Leute? Karaoke mit Shanty-Musik. Können wir bitte... Obwohl, ich finde ja Karaoke total lustig, ne? Also, Ist es auch. ich meine, es kann ja keiner gut, also außer hier Anjas Tochter, die kann ja eigentlich richtig gut singen, aber es kann ja keiner singen. Was ist ja ganz lustig, wenn man da mal so... Also ich finde das witzig. Ich denke mal, das wird da nicht gehen, weil das ist ja auch nicht so groß und da sind ja auch Hotelgäste und alles. Aber man kann ja mal rumspinnen, oder? Finde ich auch. Ach, so ein bisschen die Idee bekloppte ist schon Ideen. gut. Pink Geli, Dankeschön für 6 Monate. Es ist wieder toll mit uns, schreibt er. Oder sie, weiß ich gar nicht. Pink Geli. Schwester Hansen sollte öfter dabei sein. Finde ich auch. Schön. Danke. Finde ich auch. Und der Hertus lässt 100 Bits auf Twitch da. Dankeschön. Danke dir. Danke. Da dreht sie ein. Und es wird fleißig geblinkt oben. Also es sieht schon ziemlich cool aus, muss man wirklich sagen. Und das Bild Paddy, Ja. es ist der absolute Wahnsinn. Wirklich. Es ist, als wenn du, ja, direkt davor stehst. Also glasklar, Spitzenqualität. Kannst nicht anders sagen. Das ist eins der schönsten Komplimente. Aber trotzdem muss ich nächste Woche wieder einen Teststream machen. Ich habe wieder neue Sachen. Es gibt neue Hardware. Es muss wieder getestet werden. Aber wir können ja nicht, wir müssen innovativ bleiben, wir müssen testen, wir müssen weiterhin, weißt du, das ist auch langweilig, wenn es immer nur so, wie es ist, so weitergemacht wird. Ja, das ist ja bei Paddy so, genau wie du es gerade gesagt hast. Wenn der mal morgens aufwacht und so, was mache ich denn jetzt? Ja, er hat nichts vor, es steht nichts im Termin. Ja, was macht er denn? Dann haut er ab da oben in seine Kommandozentrale. Wir haben hier einen komplett ausgebauten Dachboden, nur mit Technik. Nur, dass ihr das mal wisst. Und ja, dann setzt er sich dahin und fummelt irgendwas zurecht, ne? Und wenn du da hochkommst, da denkst du, du bist im Muss mal Raumschiff Enterprise. Schnell meine Kamera holen, dass ich zumindest ein Foto Wenn du hier da in machen dieser kann. Kommandozentrale bist, dann musst du auch so ein
Es gibt ja so Schutzanzüge gegen Strahlung, ne? Weil, Der Chat befiehlt schon wieder Foto. weißt du, damit du irgendwie nicht diesen Elektrosmog abkriegst. Ja, nee, ist klar. Weißt Bescheid, ne? Ich würde ja mit der Buddel hochgehen und sagen, Diggi, also erstmal eintrinken, ne? Genau. Die Strahlung kommt. Genau. Aber wir strahlen ja eh schon, also insofern ist das Ja, eh so- egal, oder? Wir sind natural gestrahlt, oder? Sehr, sehr schönes Bild. Wirklich. So, ich habe mal ein schönes Foto gemacht. Hast du? Es blinkt wahnsinnig in der Mitte Ja. oben, ne? Wer auch immer das ist, wir sehen nicht. Aber wir müssen gleich halt auch auf das A gucken. Das ist Auf jeden wichtig. Fall. Wir gucken überall hin. Andi haut auch nochmal 5 Schweizer Franken raus und sagt, der Chat vergisst nie. Ich glaube, das war jetzt in Bezug auf die Ansage mit Karaoke, mit Chanty-Musik. Du. Das war ja nur Eine Idee. laut rumgesponnen. Genau. Das war ja kein Versprechen. Und ihr wisst ja, ich sabbel ja immer auch so gerne und ich habe so viele Ideen in meinem Kopf. Ich wache ja nachts auf und denke, oh mein Gott, was muss ich alles noch tun? Was ist, da passiert so viel. Ja. Onkel Roman sagt, wir dürfen das Bötchen jetzt küssen mit dem roten Mund. Du, das ist ja auch fast bei uns hier, also kommst ja fast ran. Also, Wir können dem Kapitän auch guten Tag sagen, aber nur, wenn er eine Flasche für uns hat, ne? du, der hat so viel zu tun jetzt. Tony, thank you for 1 gifted membership and greetings to Washugal. Thank you. I don't know if I ever learn how to pronounce it. Haben wir denn eigentlich heute Geburtstagskinder? Ja, schreib das mal rein, ob wir noch einen Geburtstagshorn raushauen müssen. Vielleicht zum Ende nochmal? Irgendjemand wird ja bestimmt Geburtstag haben heute, oder? Ja, irgendjemand hat immer Geburtstag. Ja, ich sag mal, Anja Garlik hat es genau erkannt. Stift und Zettel am Bett liegen. Das ist es wirklich. So, guck mal, jetzt gucken wir doch mal. Es kommt hier. Sag mal, du hast das ja nochmal rangezoomt für uns. Die ist wieder zu hell, die Kamera. Entspann die. So besser. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier oben an Deck ist. Unter dem blauen A. Unter dem blauen A ist die Hamburg Hafen Live Party Zone. Cool. Ja, Wahnsinn. Wir sehen euch. Aber so richtig sehen wir euch. Unter dem A. Und tanzt mal bitte euren Namen. Oh ja. Oder tanzt AIDA. Ja, wir sehen es auf jeden Fall. Es blinkt ordentlich da beim A. Absolut. Ian McF, 5. Monat mit dem Sub. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Aaron Robert Kröber, habt ihr das gesehen? Der lässt auch wieder sowas Liebes da. Ja. Ja, danke schön. Wer HHL und seine Protagonistin nicht mag, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das freut ist uns, super, ja. ein bisschen poetisch. Hör mal. Ich mag das ja auch sehr gerne. Vielen lieben Dank. Also sie geben alles.
Die geben Heute wirklich sind alles. weit vorne mit Blinkies. Absolut. Ganz weit vorne. Und da blinkt es auch noch da unten. Ja, alle, die uns hören, wir wünschen euch eine ganz tolle, wirklich schöne Fahrt. Macht es euch richtig kuschelig und macht Kopenhagen unsicher. Richtig schöne Reise. Lasst Genau. es euch gut gehen und Genau. die Seele baumeln. Ne? Das Vor ist allen ja Dingen das schön Wichtigste. gesund bleiben, ganz wichtig. Schön Sport machen. Ich wäre ja morgens um 5 und würde erstmal um dieses Schiff laufen. Ne? Nein. Wieso nicht? Das ist doch herrlich. Erstmal Käffchen im Bett ist viel Ja, besser. Käffchen ist auch nicht schlecht im Bett. Hier ist nochmal die Frage, wo eigentlich Brigitte ist. Ja, Brigitte, die macht Party mit ihrer Gang unten am Dockland. Die war vorhin ganz am Anfang vom Stream, war sie ja Genau. einmal hier zur Begrüßung. Und hat auch extra gepfiffen nochmal für euch. Hat extra noch einen Pfiff dagelassen. Oh, guck mal, jetzt haben sie aber wieder, geben sie richtig Gas auf der AIDA. Richtig toll. Und Yannick fragt, wie es mit dem Livehorn vom Schiff aussieht. Mensch, hatten wir doch eben. War doch alles da. Und wir haben auch ein Geburtstagskind. Der Till hat heute Geburtstag. Da kannst Wir du haben gleich noch sogar- mal ein Horn raushauen. Wir haben sogar noch ein Geburtstagskind. Und zwar der Max auf Twitch. Der hat auch heute Geburtstag. Und dann sagen wir mal Happy Birthday! Oh Mann, jetzt hoffe ich, dass das Horn nicht in das Happy Birthday rein ist. Aber Könnte aber geklappt haben. das hatten wir auch noch nicht. Happy Birthday Horn und danach noch ein Live-Horn von der AIDA. Also Seid das mal ist... kurz leise, vielleicht hört mal Brigitte. Okay. Psst. Also ich meine, man hört sie, aber Ja, ganz, ich glaube ganz weit auch. weg. Robert Kröger schlägt vor, wir sollen Hamburg Hafen Live Geburtstagskalender machen. Ich habe ein bisschen Angst, dass das eskaliert. Ja, das könnte wohl sein. Das würde sicherlich etwas eskalieren. Aber vielleicht hat Robert sich ja gerade freiwillig gemeldet, um der Geburtstagskalenderverwalter Ach, zu werden. guck mal, das wäre doch mal eine Option. Guck, und hier sagt auch jemand, morgens um 5 hinten auf dem Deck Kaffee trinken und Croissant knabbern. Da wäre ich dabei. Da bin ich auch Aber dabei. vorher Sport. Sorry, ist so. Naja, ich komme dann erst zum Croissant. Du kannst den Sport dann schon machen. Ja. Stone 1618 lässt auch noch einen Prime-Sub auf Twitch da. Dankeschön. Vielen Dank. Guck mal, Anja Garlick meldet sich gleich, um Robert bei der Verwaltung der Oh, guck mal. des Geburtstagskalenders Aber nicht übel. zu helfen. Und jetzt haben wir da noch ein bisschen Leuchterei auf dem Schiff. Das könnte sein, dass das die Gang von Brigitte ist. Beast, willkommen. Ein neues Speicherstadtmitglied. Danke für deine Unterstützung. Willkommen. Willkommen. Aber mittlerweile sind wir ja fast von der Zuschauerzahl so weit, dass wir eigentlich in jedem Stream ein Geburtstagskind haben, oder? Das glaube ich auch beinahe. Beinahe könnte man das schon so sagen, ne? Aber hier fragt nochmal, ob wir ein HHL-Koch- und Backrezept mit den besten HHL-Cocktails nochmal
kreieren wollen. Also ganz ehrlich, finde ich gut. Aber weißt du, was viel besser ist? Na? Wenn die Schleppi-Jungs, die kochen ja immer so. Das war ja Stimmt. schon mal die Idee, ein Schlepper-Kochbuch. Ich meine, ganz ehrlich. Boah, die können ja mal für uns kochen. Wir testen das. Also die Jungs können richtig gut kochen. Also das und backen, die haben ja so tolle Sachen für uns da gemacht. Als wir Also beim finde ich Grill jetzt da nicht waren. übel, hör mal. Also das finde ich viel besser. Schleppi-Kochbuch finde ich viel besser. Wir können ja unsere Kreativität sozusagen mit einbringen. Nein, das lassen wir die machen. Die können das gut. Vertrau mir. Oh, wer ist das? Oh, Wer war das? Schreibt mal rein. das war die Finkenwerder. Aber ob es uns galt, ich glaube nicht. Das Kochbuch heißt ein lecker Schlepper. Oder? Auch nicht schlecht. Ja, wir können ja prophylaktisch, wie das hier auch schon geschrieben wird, Oder am Dinner Ende... for Schleppi. Dinner for Schleppi geht auch. Prophylaktisch am Ende eines Streams immer einen Geburtstagshorn laufen lassen. Und da müssen sich die Leute nur angesprochen fühlen. Ist halt nicht so persönlich, aber so vom Ding her könnte man das machen. Nee, das ist so ein bisschen so, Also das ist so persönlich, Maschine. nein. Also wir wollen das ja schon reinschreiben. Ne? Das ist wie so Also, eine Abspielmaschine. Stimmt, und das sind wir ja nicht. Nee. Ich weiß ja, wer nächste Woche Geburtstag hat. Das weiß ich auch. Großartig. Schön, dass du das weißt. Das ist besonders wichtig. Soll ich da einen Stream machen? Definitiv. Jetzt schauen wir der AIDA Nova noch einmal hinterher. Wir sehen sie gleich noch mal so ein bisschen zwischen dem Terminalgebäude und dem Dockland. Jetzt geht es hier schon wieder um meinen Geburtstag. Ja, der ist leider schon vorbei. Der ist schon durch. Habt ihr verpasst? Morgen haben wir MSC Preziosa wieder. Und Das ist ja wieder so eine Late-Night-Geschichte, ne? genau, die hatten wir, glaube ich, jetzt auch schon seit 2-3 Wochen nicht mehr. Die haben wir irgendwie immer verpasst, ne? Ja, Wegen Nebel oder wegen ist nicht oder. genau. Also vielleicht machen wir morgen die Preziosa mal wieder. Das ist eine schöne Uhrzeit. Welche Sonntagabend. Uhrzeit? Und ich spekuliere ja immer noch ein bisschen auf die Berliner Express. Muss ich morgen früh gucken. Also ich denke, morgen früh wird man relativ verbindlich sagen können, wann sie kommt. An die 14:30 morgen glaube ich nicht so richtig, aber man darf ja hoffen. Das wäre echt schön. Also morgen bei Tageslicht Berlin Express wäre schon schön. Das Hätte ist so ich gerne. deine Geschichte, ne? Ja, aber Das Wetter wird auch gut. ich sag mal, in dem Punkt sind Hapag-Lloyd und ich keine Freunde. Nee, Hapag-Lloyd und ich auch nicht. Wie ich gezittert habe, als du auf dem Dampfer warst und wir hier unsere Workshops an Land hatten. Ja. Und hatte ich schön auf dem Dampfer so, hallo, ist ja Sturm, macht ja nichts. Bin schön auf dem Schiff. Ja. So, da sehen wir sie noch einmal, die AIDA Nova. Rüdiger, herzlich willkommen bei unserem Kanal. Ein neues Fischmarkt-Mitglied, Dankeschön. Ja, was soll ich sagen? Es war mal wieder
sensationelles Bild hier bei euch. Meinst du, wir können... Also mir macht das immer Spaß. Wobei ich muss auch sagen, ich freue mich auch darauf, wenn wir wieder unten stehen. Ja. So mitten im Leben. Also Ja. nicht, dass man uns noch vorwirft, wir verkriechen uns hier auf Deck 7. Meinst du, wir können Paddy gleich noch auf den Absack überreden ins Gin Hotel? Was? Was flüstert ihr gerade? Hallo? Was ist mit dem Gin Hotel? Wir brauchen noch einen kleinen Drink. Wir sind dürstig. Ins Nein, Gin wir holen uns Hotel. gleich erstmal so eine riesen Pizza aus der Losteria. Ja, das ist auch gut. Und danach gehen wir ins Gin Hotel. Oh, die nehmen wir mit ins Gin Hotel. Oder so. Haben wir noch irgendwas anzukündigen Kommt noch irgendwas? oder irgendwas zu sagen? Ja, genau. Haben wir noch irgendwie... Glaube nicht. Auf meinen Notizzettel. Ich vergesse ja sowieso immer die Hälfte. Komm, ich mache noch mal ein bisschen Werbung. Gib noch ein bisschen Rabatt, falls noch jemand eine schöne Hamburg Hafen Live Tasse braucht. Für einen leckeren Hamburg Hafen Live Kaffee. Hier schreibt jetzt jemand Berlin Express morgen 9:30 Uhr. Das ist ein bisschen früh, ne? Morgen 9:30 Uhr? Kann ja Nein, nicht niemals. Niemals. 9:30 Uhr Lotse, Deutsche Bucht vielleicht. Aber nicht Hamburg. Guck mal, Malte sagt auch, gute Idee mit dem Drink. Erstmal ein Glas Wein. Prost. Ja, Prost, Malte, ne? Prost, Malte. Der Uwe fragt, ob das Neonlicht hier unten rechts, ob das ein Restaurant ist. Ja, das ist das Reef. Sehr leckeres Fischrestaurant, aber auch ist schon gehobene Preisklasse, oder? Ja, Also Reef absolut. kannst du schon richtig Geld Geld loswerden. lassen. Aber sitzt natürlich, 1A-Lage. also ihr guckt da quasi aus dem Fenster direkt aufs Wasser. Wenn da gerade kein Schiff liegt, also an so einem Abend wie heute, wenn da die Nova rausgeht. Also wenn ihr sagt, ich gönn mir mal was, ich habe die Taler. Lecker ist es auf jeden Fall. Wir waren da, einmal waren wir da oder zweimal? Ja, zweimal Zweimal waren wir da da, ne? Aber es ist auch schon ein bisschen länger her. Die haben auch irgendwann mal die Küche umgestellt, noch so ein bisschen mehr. Das ist jetzt doch noch mal so ein bisschen mehr fischlastiger. Vorher war das so Hälfte, Hälfte und jetzt würde ich sagen, kriegst auch andere Gerichte. Aber ich denke so 3/4 eher so Fisch, Meeresfrüchte und sowas drumrum. Wobei die Losteria ist auch wirklich, die ist ja direkt unter uns. Da kannst du auch wunderbar gucken und ist alles ganz entspannt. Also Ja, Dennis hat auch noch mal wieder schöne, tolle Bilder. Ja, ich würde mal Ja. sagen, wir schicken die AIDA zu dir, ne? Genau, die schicken wir kommt. zum Dennis. Soll ich mal das Licht hier anmachen auf unsere Cam, Ja, dass man uns noch mal sieht? dann können wir ja mal Tschüssi sagen, würde ich sagen, ne? Oder? Also ich sag mal schon mal Danke, weil ich komme bestimmt gleich nicht nochmal zu Wort. Schön, dass ihr alle da wart. Hat mir sehr gefallen mit euch wieder. Es waren sensationell schöne Bilder. Lasst ihr mich mit in die Mitte? Ach, da seid ihr. Da ist die Kamera. Haha. Ich stelle mich mal so hinter euch. Sehr schön. Ja, bitte, mach weiter. Ach so, ja. Und dann sagen wir mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wann das sein wird, wissen wir nicht, aber so lange kann es eigentlich nicht dauern. Na, so lange kann man dich ja nicht zu Hause fesseln, hör mal. das ist ja gerade das Schlimme. Da Und gibt's, es wird ja auch nicht langweilig. Auch wenn wir immer das Gleiche machen, ist es jedes Mal wieder schön, oder? es passiert ja auch jedes Mal irgendwie wieder andere Dinge, wo du denkst, ja, es fährt fast jede Woche die AIDA Nova raus, aber jedes Mal ist es anders. Ne? Passiert immer irgendwas oder sie fährt später raus oder sind tolle Zuschauer an Bord oder Es ist halt dieses täglich grüßt das Murmeltier. Ja, und der Chat ist ja auch immer anders. Also es ist immer irgendwie anders. Jedes Mal ist es eine andere Kombination. guck im mal, Chat. heute war Brigitte mit da. Genau. Es passiert ja Aber immer Brigitte irgendwas. wollte nicht hier bleiben, die hatte ja Ja, einen die hatte Auftrag. ja einen Auftrag, ging ja Die nicht. muss ja das Schiff verabschieden. Wir haben das ja schon vorhin Das ist alles so. staatsmäßig immer mit hin und her schreiben und ich hole dich ab und Fahrrad mit hier hoch und links und rechts und ja, war anstrengend. Aber wir haben es ja noch geschafft. Aber wie gesagt, wir werden auch irgendwann wieder unten stehen, direkt im Geschehen. Direkt im Geschehen. Guck mal, der Dennis von der Elbcam ist auch seit 15 Monaten dabei. Oh, Wahnsinn. Das Wahnsinn. haben wir jetzt noch mal hier zum Abschied. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja. Danke, dass ihr im Chat so ordentlich mitgemacht habt. Ganz lieben Dank natürlich auch
für eure monetäre Unterstützung, für die Spenden, Superchats, für die Mitgliedschaften, die verschenkten und die neu abgeschlossenen. Und natürlich auch unsere Twitch-Zuschauer mit den Subs und Bits. Fettes Dankeschön natürlich an unsere Moderatoren, die im Hintergrund immer aktiv sind, immer schon wieder richtig geackert haben sind. heute, ne? Oh, ich glaube, heute hatten die gar nicht so viel, ne? War Wir heute hoffen. eine ganz entspannte Nummer. Ja, wir können uns da nur anschließen. Hast ja alles gesagt. Und ja, recht herzlichen Dank für alles. Für jeden Einzelnen, der dazugeguckt hat, der Spaß hatte. Für die, die krank sind, gute Besserung. Pflegt euch schön, passt gut auf euch alle auf. Und ich sag Und mal, die bis zum ganzen nächsten Reisenden Mal. auf der AIDA, gute Reise. Genau. Genau. Habt eine schöne Zeit, habt gutes Wetter und ja, vielleicht bis nächste Woche. Genau. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.